Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stanley Parable 2 bzw. Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Es hat ein bisschen länger gedauert, es kam jetzt auch länger nichts mehr. Warum? Warum sieht es hier so anders aus? Warum hängt da hinten das Poster? Das wird nicht das einzige sein, da kommen noch ein paar hin. Warum ist denn so schon aufgeräumt und warum steht da ein stylisches Minecraft Licht, was auch immer. Ich war im Urlaub, Leute. Ich war im Urlaub. Ich habe es vielleicht gemerkt, es kam nichts. Sommerferien, ist klar, kommt sowieso immer eher weniger, weil sowieso niemand da ist und ich euch da auch nicht irgendwie ablenken möchte mit meinen Videos. Ihr sollt eure Ferien genießen. Alles gut. Ich war ja auch weg. Ich hätte vielleicht gevloggt, aber ein Freund von mir war da mit dabei und dann wusste ich schon so von vornherein, ich werde keine Zeit haben zu vloggen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich konzentriere mich da lieber auf alle Leute, die da dabei sind. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Wir waren in England auf unserem Hausboot, auf einem Hausboot und hoffe, ich kann wieder ein paar mehr Videos machen, weil ich bin jetzt noch 3 Wochen zu Hause. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit noch das eine oder andere Video machen kann. Vielleicht gibt es auch noch mal was in den Ferien in die Richtung. Da. Lasst euch überraschen. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das mache, ob ich das mache, wann ich das mache, wieso, also mit wem ich das mache. Steckt alles in den Kinderschuhen. Ne? Ich bin noch am Nachdenken. Ich hatte jetzt dafür auch, bin ich eigentlich nicht hundertprozentig so viel Zeit, weil im Urlaub und andere Sachen. Des Weiteren kommt jetzt dann noch bald für den Microsoft Flight Simulator, bei dem ich absolut reinschwitze. Ich kann leider keine Videos dazu machen, weil das kann mein PC nicht. Der kann nicht gleichzeitig dieses Spiel laufen lassen und aufnehmen. Leider. Aber da suche ich absolut rein, zusammen mit Timo. Und da kommt jetzt ein A380 die Wochen raus. Vielleicht auch in den Ferien. Und das muss ich natürlich austesten. Egal, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam, beziehungsweise ihr schaut euch jetzt den zweiten Teil meiner Aufnahmesession an, weil ich habe ja die Aufnahmesession in 2 Teile unterteilt, weil das zweite Video ist jetzt auch nochmal 16 Minuten lang. Das wäre viel zu lang gewesen für ein Video und ich mache lieber 2 Videos draus. Falls ihr nicht mehr wisst oder falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Wenn ich dran denke, packe ich es euch in die Videobeschreibung oder verlinke es euch irgendwo. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es war interessant, ich habe es gerade fertig geschnitten. Und, also nicht fertig geschnitten, weil das muss ja auch noch davor, aber ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß mit der zweiten Folge. Ich sag am Ende, dass es die erste Folge ist, weil ich nicht wusste, dass ich es unterteile. Also nicht wundern. Trotzdem jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge von Stanley Parable. Sehr interessant. Ah, lol. Logo-Ideen. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. But let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Aber es steht noch in Content, ich muss auch rein. Aber ist sehr schön, sehr groß aufgemacht. Hoppala. Laufe ich glatt rückwärts. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Oh, weiß ich nicht, ob ich da... Reassurance Bucket. Schauen wir uns mal den... Ob der wirklich laut Fallschaden sagt. I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are and simply become. Also es sagt nicht meinen Namen, sondern es sagt Jim und imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. ich bin Jim.
Are you really, truly Jim right now? Ich bin Jim. So, then please step forward and press the button. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Muss er letzten Endes wissen, wie das dann ausschaut, ne? Also, ich wäre ein bisschen groß aufgezogen für ein bisschen Jim. Aber ich warte halt immer darauf, dass man durch so eine Hintertür entweichen kann, versteht ihr? Und wieder, ach, so. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Ich wusste An es. epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Einstellungen. Das unendliche Loch interessiert mich. Please no screenshots. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Ich würde sagen, das Maul halten. Ich bin da. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you Jetzt, wo meine Eltern realize krank sind. that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig optimiert. 2000 Jahre später. Wo ist denn jetzt das unendliche Loch? Ach stimmt, das war da hinten, ne? Angeblich. Vielleicht ist ja doch nicht unendlich und wir kommen irgendwo Neues hin. Das ist jetzt halt nicht wirklich super für mich als... Also mit ein bisschen Höhenangst und allem. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. What? It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Oh Gott. Wisst ihr, ich spiele das gerade wirklich nicht, aber das ist gerade wirklich ekelhaft. Das ist ein innerlicher Widerwille in mir drin, da runter zu gehen. Ah, nee, ne. Auch die Geräusche. Naja, was soll's. Wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich irgendwie vermute, und das vermute ich irgendwie schon, weil das Spiel ist so. Und wir fallen jetzt da gleich wirklich für unendlich. Ja, dann ist es halt so, ne? Aber vielleicht fallen wir ja nicht für immer, weil die anderen haben ja auch nicht funktioniert. Since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button. Nein. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Nee. Ich bin sehr überzeugt davon, Okay, dass... Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be Ich wusste certain, es. it's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. Nee, What eigentlich normal nicht. person actually wants to fall infinitely. I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean.
Why don't we Ich just habe put gar all nichts this gesagt. behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Was passiert, wenn wir unten warten? Naja, da könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, dass ich da wirklich, wenn ich da wirklich ewig warten muss. Vielleicht, aber wir teleportieren uns jetzt Great. erstmal noch. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal runterspringen? Na, machen wir vielleicht mal wann anders. In der extra Folge. Vielleicht ist jetzt da oben offen. Ich bin halt immer auf der Suche nach dieser Hintertür, versteht ihr? Ich komme wieder nachher noch lang. Ich kenne das halt von dem Spiel so, dass dann halt immer irgendwo... Oh Gott. Now, here's something special. You glaub, remember das- that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be Wirklich, fixed was in hast du a eigentlich to geschafft? at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Das kann doch nicht sein, es muss doch hier irgendwo weitergehen. Spiel, mach mich nicht so fertig. Jetzt hinten irgendwie weiter. Kann man hier... Ich kann mir das nicht vorstellen. Dieses Spiel hat immer mit irgendeiner Hintertür zu locken. What else? What other exhibits haven't we seen yet? You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Ja, gehen wir. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Dann gehen wir mal zu den Einstellungen Weltmeister. Was ist das denn? Schade. Da unten gibt's Merch. Was machen wir denn jetzt hier? Oh, können wir da hingehen? Was ist das? That's new. Sammelobjekte, schön. Oh Gott, nein. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Oh, ist das creepy. Hä? God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ausgang. Da sehe ich mich jetzt. Ich weiß nicht, ich denke, da sollte nochmal dran gearbeitet werden, bevor... Goodness, Stanley, this is fairly awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to the bucket exhibit. You see, there's a surprise I was going to spring on you later, and it involves the bucket. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the bucket, okay? All right, I'll get out of your hair now. Wo ist denn der Bucket? Da, ja, dann schauen wir uns halt den Bucket an. Machen wir das, wenn wir dann rauskommen. Ich glaube es da irgendwie nicht, aber... A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting.
You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, It's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Weiß ich jetzt nicht. can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket Yeah. seem to go on, don't they? Ja, ich All würde... this and more await you in the Stanley Parable 2. Ja. Nee, würde ich dann tatsächlich einfach eigentlich... Ja, denn... Ja, muss ich denn einmal jetzt den Rest des Spiels... Ja, nee, okay. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Wo ging's denn jetzt raus? Da, ne? Ja, schnell. Er hat gesagt, nur noch der Eimer, dann war's das. Und jetzt reicht's mir, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt den Eimer. Ich bin gerade ein bisschen kaputt im Kopf. Nee, ich will... So, Stanley, Oh, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Nee. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Das ist genau das Gleiche. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Nee, oder? Oh mein Gott. Wartet mal, wenn ich jetzt hier... Was? Verstehe ich das gerade richtig, dass wir gerade eigentlich nur den Anfang gespielt haben? Das, was uns jetzt dahin geleitet hat. Leute, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Stanley Parable 2. In der nächsten Folge werden wir uns das definitiv anschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonnieren, kommentieren und die Glocke aktivieren. Liken mich auch gerne. Ich bin sehr verwirrt und ich freue mich auf die zweite Folge. Bis dann.